Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um einen kuriosen Flohmarktfund. Meine Stichworte hierzu sind Eigenbau, Bundeswehrmesser und Türklinke. Los geht's! Ihr habt die Bilder gesehen, ich denke kurios ist wirklich keine Übertreibung. Gefunden habe ich dieses bemerkenswerte Messer vor circa 2 Jahren auf einem kleinen Flohmarkt. Gekostet hat es gerade mal 2 Euro, da denke ich, habe ich nichts falsch gemacht. Der Verkäufer konnte mir leider überhaupt nichts dazu sagen und bei mir verschwand es auch erstmal in der Kiste. Vor kurzem ist mir das Messer dann wieder in die Hände gefallen. Also eins ist ja von Anfang an ganz offensichtlich, das ist ein Türgriff bzw. eine Türklinke. Und interessanter wird es aber dann bei der Klinge. Also manch einer hat es vielleicht gleich erkannt, das ist die Klinge eines Fallmessers der Bundeswehr. Leider ist die Klinge wirklich in einem relativ schlechten Zustand. Entziffern konnte ich mit ganz viel Mühe das Wort rostfrei bzw. Fragmente davon. Ja, ich gehe mal kurz auf die Maße ein. Also Gesamtlänge 12,2 cm, effektiv 9,5 cm Schneide. Und wir haben eine Klingenbreite von ca. 3,3 mm. Hersteller für das Fall- oder Fliegercup-Messer gab es relativ viele, unter anderem Eichhorn, Wingen bzw. Othello, Otto Förster, also OFW. Leider kann man kaum noch was auf der Klinge kennen, habe ich schon gesagt, aber dieses Fragment rostfrei hilft ein bisschen den Herstellungszeitraum einzugrenzen. Der dürfte Ende der 1950er bis Ende der 1960er liegen. Auf späteren Klingen wurde der Schriftzug rostfrei an anderer Stelle angebracht oder ganz weggelassen. Und eins ist auch erstaunlich, dieses Messer war von 1958 bis 2017 bei der Bundeswehr im Einsatz. Also relativ langer Zeitraum. Ja, schade, dass man anhand der Klingenbeschriftung nichts mehr erkennen kann. Wahrscheinlich lässt sich sogar der Türgriff leichter zuordnen. Das sieht ebenfalls nach 1950er, 1960er Jahre aus. Optisch ist die Verarbeitung relativ grob, aber das ist hier wohl verlötet und zusätzlich mit Messingstiften vernietet. Also es ist auch alles gut abgeschliffen worden. Es ist eine sehr, sehr stabile Verbindung. Also das ist trotzdem gut gemacht, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Leider kann man auch über den Herstellungszeitraum dieser ungewöhnlichen Verbindung nichts sagen. Also theoretisch könnte man jetzt sagen, das liegt hier zwischen 1960 und sagen wir mal 2015, als das hier passiert ist. Vielleicht war das jemand, der seinem Fallmesser mal nach diversen Verschärfungen des Waffengesetzes auf diese Weise neues Leben einhauchen wollte. Denn Fallmesser sind leider alles andere als legal. Also ihr wisst Bescheid. Muss man sich bloß mal ein bisschen in den Gesetzbüchern schlau machen. Wir bewegen uns also im Reich der absoluten Spekulation, aber eins muss ich dazu sagen, der Türgriff ist gar nicht so unbequem und durch diese ganz leichte Asymmetrie ist der ergonomische Aufbau sofort vertraut. Das ist wirklich schwer zu beschreiben, aber man hat einfach ein gutes Gefühl, wenn man das Ding in der Hand hat. Insgesamt ist es wirklich ein sehr interessantes Stück. Was jetzt so ein Messer wert sein könnte, vermag ich wirklich nicht zu sagen, aber das ist auch nicht wichtig. Dieses kuriose Türklinken-Fallmesser wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, was denkt ihr darüber? Also ich habe sowas noch nie gesehen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, schreibt einfach mal was in die Kommentare. Dann war es das auch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.